Das wäre wirklich schlimm. Es geht da um Raketen und Drohnen. Aber auch auf dem Schlachtfeld selber wird ja weiter hart gekämpft. Da übt die russische Armee wirklich großen Druck auf die Ukrainer in Kursk aus. Welche Informationen hast du da? Viele ukrainische Soldaten machen sich große Sorgen, eingezingelt zu werden. Ja, es läuft da seit einigen Tagen, also seit dem 7., 8. März, eine russische Großoffensive. Und der Druck ist enorm. Und die Russen haben da schon unzählige Dörfer zurückerobert in der Provinz Kursk im russischen Kernland. Und die Fläche, die die Ukrainer jetzt noch kontrollieren, ist ungefähr so 220 Quadratkilometer. Und sie schrumpft eben täglich, sie schmilzt täglich. Um sich das besser vorstellen zu können, das entspricht ungefähr der Fläche von Stuttgart. Und eigentlich sollte die Provinz Kursk und die Fläche, die die Ukrainer da kontrollieren, Verhandlungsmasse sein für Volodymyr Zelensky bei zukünftigen Friedensgesprächen, um diese Fläche zu tauschen gegen Gebiete, die die Russen in der Ukraine halten. Aber das scheint nichts zu werden. Der russische Druck ist enorm. Und jetzt sind sie auch schon vor Sutscha, die Russen. Das ist ein wichtiges Logistikzentrum der Ukrainer dort in der Provinz Kursk. Und wenn ich so lese, was die russischen Kriegsblogger schreiben, ist tatsächlich so, dass auch Sutscha bald fallen könnte. Also das sieht nicht gut aus für die ukrainischen Kräfte im russischen Kernland. Schwierige Lage, und deshalb braucht die Ukraine möglichst bald eine Art Waffenstillstand. Es gibt Gespräche in Jeddah, die laufen, bei denen Russland aber nicht dabei ist. Was erwartet denn Moskau von diesen Verhandlungen überhaupt? Also ich denke, dass die Russen jetzt erstmal auf den Sondergesandten des US-Präsidenten warten, Steve Witkoff. Er ist ja auch in Saudi-Arabien dabei. Und der ist ein Mann, der es geschafft hat, ein relativ gutes Arbeitsverhältnis zu den Russen herzustellen in der letzten Zeit. Der war schon am 11. Februar in Moskau, hat da einen US-Bürger rausgeholt, der in Moskau in Russland im Gefängnis saß. Mark Vogel wegen angeblichen Drogenbesitzes, hat ihn nach Amerika zurückgebracht und hat bei der Gelegenheit mit Wladimir Putin lange gesprochen. Und jetzt denke ich mal, dass Witkoff dem russischen Präsidenten präsentieren wird, zu was die Ukrainer bereit sind, zu welchen Zugeständnissen, auch territorialen Kompromissen. Und dann wird sich Witkoff die russische Position anhören und damit dann zu Donald Trump gehen. Ich denke, dass die Russen zu Kompromissen bereit sind. Ich weiß, dass viele Beobachter komplett anderer Meinung sind, aber ich denke, dass die Russen eben nicht endlos Kraft haben, Geld haben und Soldaten haben, um diesen Krieg weiter und weiter zu führen. Deswegen denke ich, dass durchaus Kompromisse möglich sind. Das ist meine subjektive Sichtweise.